Moi ja tervetuloa! Ich bin Elisa und heute mache ich ein bieriges Dessert aus Finnland. Vispipuro oder auf Deutsch geschlagener Grießbrei. Es ist ein leichtes, schaumiges Dessert mit Beeren, das du bestimmt noch nie probiert hast. Also, lasst uns loslegen! Für das Dessert brauchst du 200 Gramm Preiselbeeren. Ich weiß, dass es etwas schwierig sein kann, Preiselbeeren im TK-Zustand in Deutschland zu bekommen. Also du kannst auch andere Beeren nehmen, zum Beispiel Johannisbeeren oder Himbeeren. Oder du kannst auch Saft anstatt den Beeren nehmen. Das funktioniert auch super. Dann brauchen wir 60 Gramm Zucker, etwa eine halbe bis eine Teelöffel Vanille und 80 Gramm Grieß. Das Zubereiten geht ganz schnell und einfach. Also erst brauchst du einen Topf und dann die Preiselbeeren, Zucker und die Vanille dazugeben. Ich habe auch schon Wasser aufgekocht und jetzt kommt 700 Milliliter kochendes Wasser dazu. Wenn du magst, könntest du auch das Wasser einfach dazugeben und das auf dem Herd aufkochen. Und dann wird das Ganze mit einem Stabpürierer püriert. Also weil das Wasser richtig heiß ist, wirklich vorsichtig sein und am besten etwas entfernt von dem Topf stehen, weil sonst kann man sich leicht verbrennen. Also aus der Distanz und pürieren. Wenn da auch ein paar Beeren bleiben, ist das nicht schlimm, also es muss nicht fein püriert sein. Und ich mag die Schale da lassen, weil die Schale sehr viele Vitamine hat. Aber wenn du es nicht magst, dann kannst du das Ganze durch ein Sieb geben. Und jetzt ist auch ganz wichtig zu probieren, also abschmecken, ob es für dich süß genug ist, weil es ja nicht süßer wird beim Kochen. Daher jetzt probieren, weil die Beeren etwas sauer sind und wenn nötig dann etwas abschmecken und mehr Zucker dazugeben. Und jetzt stelle ich den Topf auf dem Herd und werde es bei mittlerer Hitze zum Köcheln bringen, dann den Grieß langsam beim Rühren dazugeben und weitere 10 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Es ist ganz wichtig, dass du das Grieß langsam beim Rühren dazu gibst und dann auch beim Kochen wirklich die ganze Zeit rührst, weil sonst können sich Klumpen formen und dann wird das Dessert nicht so schön. Also ständig rühren und nach 10 Minuten vom Herd nehmen und das Ganze in eine Schüssel gießen. Und jetzt muss das Ganze noch abkühlen, erst bei Zimmertemperatur, bis es nicht mehr heiß ist. Dann entweder einen Deckel drauf oder mit Frischhaltefolie bedecken und im Kühlschrank abkühlen lassen. Ich mag das am liebsten über Nacht abkühlen lassen. So, und jetzt kommt das spannendste Teil, also die Grießdessert oder diese Zubereitung aus Grieß und Beeren wird jetzt mit dem Mixer aufgeschlagen. Also 5 bis 10 Minuten schaumig schlagen, bis es so richtig cremig
luftig und hell geworden ist. Und jetzt ist der Creme so richtig schön rosa. Das ist mein Lieblingsteil an dem Dessert, weil man sieht, wie die Farbe sich verändert, wie die Textur sich verändert. Es ist so richtig schön rosa geworden. Und jetzt kannst du den Dessert nochmal kalt stellen oder direkt servieren. Wenn du magst, kannst du noch ein paar Beeren auf das Dessert geben. In Finnland wird Vispipuro am häufigsten mit etwas Milch serviert, aber du kannst ihn natürlich auch einfach so genießen. Also, lasst uns probieren. Es ist richtig schön schaumig. Super luftig, voller Beerengeschmack und richtig leicht. Also, ich hoffe, dass dir mein finnisches Vispipuro-Rezept gefallen hat und probier es unbedingt mal aus, weil ich bin mir sicher, dass du sowas noch nie probiert hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.